بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا المرسلين Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Meine geehrten Geschwister, machen wir weiter in unserer Unterrichtsreihe 200 Fragen und Antworten zur Aqidah. Mit der 38. Frage, in dem der Sheikh sagt, was ist der Beweis für das Zu- und Abnehmen des Glaubens? Das ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit und das ist eines der Sachen, die Ahl Sunnah wal Jama'a von den Sekten unterscheidet. Und Ahl Sunnah wal Jama'a sagt, dass der Iman sinkt und dass der Iman steigt. Also dass dein Glaube stark und dass dein Glaube schwach werden kann. Und das ist eigentlich eine normale Angelegenheit. Das ist bei fast allen Angelegenheiten so. Und wenn du deinen Körper trainierst, dann wird er stark. Wenn du ihn nicht trainierst, dann wird er schwach. Wenn du deinen Geist trainierst, wird er stark. Wenn du ihn nicht trainierst, wird er schwach. Oder wenn du etwas Schlechtes zu dir nimmst, wenn du deinen Körper schadest, wird er noch schwächer. Also genauso mit deinem Gehirn, wenn du deinem Kopf schadest und schädliche Sachen tust, dann sinkt er. Dann wird dein Kopf schlecht. Und so ist das mit dem Glauben. Ahl Sunnah wal Jama'a glaubt daran, dass wer gute Taten tut, dessen Iman und Glaube steigt. Je mehr er gute Taten tut, je öfter er das tut, desto größer und stärker ist sein Iman. Und je weniger er Taten tut, desto mehr sich davon entfernt. Je mehr er Sünden tut, desto weniger und schwächer wird sein Iman. Und dazu bringt er Beweise aus dem Koran. Er sagt, damit sie in ihrem Glauben noch an Glauben zunehmen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und denen wir ihre Rechtleitung mehren. Also den Glauben mehren. Und er sagt in Surat al-Maryam, und Allah mehrt denjenigen, die rechtgeleitet sind, ihre Rechtleitung. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und denjenigen, die rechtgeleitet sind, mehrt er die Rechtleitung und verleiht ihnen ihre Gottesfurcht. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und damit diejenigen, die glauben, an Glauben zunehmen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was nun diejenigen angeht, die glauben, so hat sie ihren Glauben vermehrt und sie freuen sich über die frohe Botschaft. Allahu Akbar. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und es mehrt ihnen nur den Glauben und die Ergebung. Subhanallah. Das sind interessante Angelegenheiten. Wie Allah subhanahu wa ta'ala das sagt. Und es gibt Tausende, es gibt Hunderte, sagen wir mal, Beweise in Koran und Sunnah über das Zu- und Abnehmen vom Glauben. Das ist eine wichtige Angelegenheit, denn zwei starke Gruppen, Sekten haben diese Sache verneint. Die haben gesagt, nein, der Iman ist ein Ganzes, machst du eine Sünde, geht er weg. Das war die eine Gruppe. Das war die Khawarij, die heute bekannt als Takfiris. Eine Sünde, die machst du und dein Iman ist weg. Obwohl man sagen kann, die heutigen Takfiris haben von dieser Sache abgelassen, aber trotzdem sind sie eine schlimme Gruppe. Grundsätzlich aber die alten Khawarij waren dafür bekannt, wenn jemand eine große Sünde gemacht hat, wie Zina oder wie Zinsen nehmen. Das sind große, vernichtigende Sünden. Aber das schmeißt einen nicht aus der Religion raus. Aber sie haben die Sachen genutzt und die Leute aus der Religion rausgeschmissen. Teilweise sogar Leute, die einfach Alkohol getrunken haben. Wobei sich die Gelehrten darum streiten, ist das eine große Sünde, eine mittlere oder eine kleine Sünde, haben sie die Leute aus dem Islam rausgeschmissen. Sie haben im Prinzip nur Gründe gesucht, um die Muslime zu töten. Allah musta'an. Und von solchen Sachen, von solchen Sekten sollten wir uns fernhalten. Und wir sollten zu Ahl Sunnah wal Jama'a, zu dem richtigen Islam zurückkehren. Je mehr man über den Islam lernt, desto einfacher wird das Leben, subhanallah. Und desto weniger beschränkt ist man auf bestimmte Sachen, um unbedingt Leute aus dem Islam auszuschließen. Das ist aber eines ihrer Probleme gewesen, dass sie gesagt haben, der Islam nimmt nicht zu, nimmt nicht ab. Und auf der anderen Seite waren ihre, in Anführungszeichen, Gegner, weil das hört man auch heutzutage oft, und zwar die Murji'a, und nicht Murji'a mit ein, sondern Murji'a. Das ist eine Sache, was die heutigen Leute auch viel falsch machen, aber das ist ein anderes Thema. Die auch gesagt haben, der Iman ist ein Ganzes, egal was du machst, der geht niemals verloren. Von jedem Gläubigen ist der Iman gleich. Das heißt, dein Iman ist gleich wie mein Iman ist gleich wie Abu Bakrs Iman ist gleich wie Jibrils Iman und alle sind alle gleich. Das stimmt natürlich nicht. Ja, das stimmt genauso wenig. Diese Sekte ist im Gegenzug zu Khawarij entstanden, die Leute von allem ausgeschlossen haben und die wollten dann niemand mehr aus dem Islam ausschließen oder gar verneinten eben das Zu- und Abnehmen des Glaubens. Und das ist halt die Antwort bezüglich diesen zwei Sekten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wie der Sheikh jetzt hier anführt, bei Allah, in dessen Hände mein Leben ruht, wenn ihr im gleichen Zustand verbleibt, in dem ihr mit mir wart,
mit euren Gedanken bei Allah würden die Engel herabkommen, um euch die Hand zu geben, wenn ihr an eurem Betten und auf den Wegen seid. Und der Hadith ist bei Sahih Muslim. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt hier, dass der Iman der Gläubigen nicht einen Zustand hat, nicht immer gleich, sondern er steigt und er sinkt. Weil da kam ein Sahabi zum Propheten, soweit ich weiß, das Abu Hanzala, dann sagte Abu Hanzala ist ein Heuchler geworden. Und da wurde gefragt, warum sagst du sowas? Sagte, ja, wenn wir bei dir sind, ja Rasulullah, dann ist unser Iman stark, wir fühlen uns gut. Und wenn wir zu unserer Arbeit und zu unserer Familie zurückkehren, dann sind wir schwach und entfernt. Und genau das hat er dann geantwortet. Es ist unmöglich, dass wir immer den gleichen Zustand haben, sondern er sinkt und steigt. Aber wir sollten uns immer, inshallah ta'ala, bemühen, gute Taten zu machen und schlechte Taten zu vermeiden. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Bis zum nächsten Mal, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.